Du bist Führungskraft, aber hast du schon mal drüber nachgedacht, dass das dein Leben zuerst betrifft? Ja, vielleicht bist du Teamlead oder Geschäftsführer und vielleicht sagst du, ich habe doch überhaupt niemanden unter mir. Ich bin doch kein Chef. Andere bestimmen doch über mich. Da ist genau das Problem. Du bist der Bestimmer über dein eigenes Leben. Du musst es auf jeden Fall sein. Ich weiß, viele ziehen sich darauf zurück und sagen, ich muss halt tun, was gerade ansteht. Also beispielsweise das Wohnzimmer renovieren, weil die Frau die ganze Zeit rumnörgelt. Oder du musst Geld nach Hause ran schaffen, weil deine Kinder dies und das von dir wollen. Du musst das tun, was dein Chef dir sagt. Du musst natürlich tun, was im Jahresgespräch vereinbart wurde. Du musst. Und ich behaupte, du musst nur glücklich sein im Leben. Und wenn du das anpackst, dann wirst du merken, dass alle anderen Bereiche in deinem Leben auch funktionieren, weil du viel glücklicher, eben viel produktiver bist. Ja, ich weiß, viele von euch denken, es sind Kalendersprüche und ich habe auch mal so gedacht. Und ich glaube natürlich auch noch an Dinge wie Pflichterfüllung. Ich finde es ganz toll, wenn man seine Arbeit richtig macht. Ich selber arbeite ja auch als Interim Manager und führe oft Teams. Und natürlich will ich, dass die Leute ihre Arbeit gut machen, weil ja auch mein Schicksal damit verknüpft ist, dass die Leute gute Arbeit abliefern. Aber ich habe in den letzten 20 Jahren irgendwo gemerkt, wenn ich mich darum zuerst kümmere, dass ich selber mit mir im Reinen bin, dass ich selber glücklich bin, selber, dass ich selber weiß, wofür ich morgens aufstehe, dass dann die Arbeit mir einfacher von der Hand geht, dass ich mich irgendwie, dass ich irgendwie im Flow bin, dass ich irgendwie automatisch weiß, wann ich Dinge ansprechen soll, mit wem. Dass ich spüre, okay, du müsstest eigentlich mit dieser Mitarbeiterin heute sprechen, aber ich merke irgendwie, heute ist nicht der beste Tag. Das sollte ich an einem anderen Tag tun. Da sollte ich ihr und mir ein bisschen Zeit geben. Und da könnte ich euch viele andere Beispiele sagen. Ich behaupte, wenn man mit sich im Reinen ist, wenn man eine Connection zu sich hat, dann vertraut man seinem Bauchgefühl. Und das ist ja psychologisch sehr untersucht, dass das Bauchgefühl das schnelle Denken ist, während man im Kopf sehr viel langsamer denkt, um alle Einzelheiten auszuwerten. Wenn ich zum Beispiel schnell entscheiden muss, ob eine Agentur etwas taugt, dann höre ich zumeist auf mein Bauchgefühl. Habe ich das Gefühl, dass die mich verstehen, dass sie die Aufgabe verstehen? Natürlich kann man da auch eine Punktbewertungstabelle machen und verschiedene Kriterien auch unterschiedlich gewichten, welche der drei Agenturen da in den und den Punkten besser performt. Und natürlich kannst du das auch machen, wenn du Mitarbeiter aussuchst. Aber ich vertraue tatsächlich darauf, wie fühle ich mich damit? Wie fühle ich mich mit der neuen Mitarbeiterin, mit dem neuen Mitarbeiter, mit der Agentur? Glaube ich daran, dass das Erfolg ist? Das ist etwas, was vom Herzen kommt und was hier oben eigentlich nur gerechtfertigt werden kann. So, und damit du Zugang dazu hast, zu deinem Bauchgefühl oder wie esoterische Leute sagen, zu deinem Herzen, musst du natürlich innerlich mit dir verbunden sein. Und das kannst du nur, wenn du im Kopf klar bist. Was ist damit gemeint? Das habe ich früher auch nicht verstanden. Ich habe gedacht, okay, das ist irgendwie, wenn man gerade denken kann, wenn man jetzt nicht gerade zu wenig Schlaf hatte und wenn man Alkohol getrunken hat, ist man halt nicht klar im Kopf. Nein, klar im Kopf zu sein, das heißt, dass im Kopf gerade nicht so viel los ist. Dass du nicht ständig dieses Gedankenkarussell hast, was über tausend Dinge nachdenkst, die du noch machen musst, die du hättest besser machen können, wer wieder was über dich gesagt hat oder vielleicht sagen könnte und laufend diese Schreckensszenarien ausmalt, damit du ja im Kopf darauf vorbereitet bist. Die große Was passiert dann Maschine im Kopf, die musst du lernen abzuschalten, um in Ruhe auf dich hineinzuhorchen. Was sagt mir mein Bauchgefühl? Was sagen mir meine Erfahrungen, die irgendwo im
Unterbewusstsein, im Unbewussten gespeichert ist. Und wie gesagt, wie Kahneman sagt, der Typ, der für sein Buch Schnelles Denken, Langsames Denken den Nobelpreis gewonnen hat, im Übrigen für Wirtschaft und nicht für Philosophie oder Psychologie. Kahneman sagt eben, dass dieses Unterbewusste viel, viel facettenreicher ist, viel mehr Informationen sozusagen enthält. Und an die musst du ran. Und das kannst du nur, wenn du im Kopf klar bist. Und wie bist du im Kopf klar, wenn du keine Probleme hast? Und wann hast du keine Probleme? Wenn du glücklich bist. Deswegen, auch wenn es weird klingt oder am Ende egoistisch, weil die Leute sagen, ja, du guckst immer, dass du glücklich bist. Und was ist mit den anderen? Was ist mit den Leuten um dich herum? Für die bist du doch verantwortlich. Bin ich das? Mal ganz ehrlich, bin ich verantwortlich für die Leute meines Alters? Ich bin verantwortlich für meine Kinder, solange sie noch klein sind. Ich bin vielleicht verantwortlich für Leute, die nicht für sich selbst sorgen können. Meinetwegen ja, aber alle anderen, ich kann nicht für die verantwortlich sein. Das ist gar nicht meine Aufgabe und das kann ich auch gar nicht stemmen. Guckt mal, das ist so wie Autofahren in Paris. Seid ihr schon mal in Paris Auto gefahren? Mit diesen herrlichen Kreiseln, wo irgendwie von 16 Stellen, dann 16 Straßen irgendwie die Autos reinkommen. Und wie überlebst du da? In Paris gibt es eine klare Regel. Du musst nur nach vorne gucken. Es ist gar nicht möglich und es bringt dir jeder bei, der in Paris lebt, noch nicht mal in die Rückspiegel gucken. Du kannst nur nach vorne gucken. Und ohne Witz, weil das jeder macht in Paris, gibt es so gut wie keine Unfälle, weil sich jeder halt nur auf den Bereich konzentriert vor sich. Das ist die Aufgabe. Und deswegen kann niemand in dich reinfahren, weil er guckt ja nach vorne. Und das heißt nicht, dass du jetzt irgendwelche random Bewegungen machen sollst und auf einmal nach rechts gehst. Du musst schon auch eine klare Richtung haben und nicht mal nach rechts und mal nach links. Aber der hinter dir passt schon auf und bremst schon, weil das seine Verantwortung für sein Auto. Ohne Witz, so geht das. Googelt es mal. Und so ist das auch im Leben unter erwachsenen Menschen. Du bist zuallererst für dich verantwortlich. Und du musst dafür sorgen, dass du einen klaren Kopf hast, um die richtigen Entscheidungen zu treffen, um deine Kraft zu erhalten, um auch morgen wieder frohen Mutes mit einem gesunden Nervenkostüm ins Büro zu gehen und dort die Challenges abzufangen. Und deswegen, tu mehr von den Dingen, die du liebst. Und ja, dazu musst du erstmal wissen, was du überhaupt liebst. Und renn nicht den üblichen Dingen hinterher, dass der nächste Kauf des nächsten Telefons, des nächsten Textspielzeug, des nächsten Autos dich glücklich macht. Ich kenne viele reiche und unglückliche Leute. Aber nicht falsch verstehen, ich kenne auch viele reiche und glückliche Leute, genauso wie dass es arme Leute gibt, die glücklich sind mit dem wenigen, was sie haben. Ja, tatsächlich guck in die glücklichen Länder. Das sind nicht die reichsten Länder. Und es gibt natürlich arme, unglückliche Leute. Aber das Ziel, und daran glaube ich fest, warum wir das alles hier machen, ist glücklich zu sein. Denn nur so kannst du einen Impact haben. Und ja, wir haben verlernt, glücklich zu sein. Es ist aus der Mode gekommen. Man will sich lieber beschweren, weil dann ist man so wie die anderen, die über alles meckern. Aber ich behaupte, meckern ist nicht produktiv. Nur wer klar weiß, was er will, der kann produktiv sein und der kann auch andere führen. Und der kann auch sich durchs Leben führen. Versuch es mal in kleinen Schritten. Und wie das geht, zeige ich dir hier auf diesem Kanal. Aber bist du bereit dafür? Ja, ich sag dir, bist du, denn sonst hättest du dir dieses Video nicht bis zum Ende angeschaut. Also, folge diesem Kanal und wir sehen uns wieder.